Servus Leute, endlich ist es soweit. Heute kommt das große Rasseporträt zu den bayerischen Landzwergen, Mitteleuropas buntesten Hühnern. Die bayerischen Landzwerge sind ja erst seit ein paar Jahren wieder in aller Munde. Sie wären beinahe ausgestorben. Und jetzt hat sich doch in den letzten Jahren viel getan für die Rasse. Wir schauen uns heute nicht nur die Geschichte der bayerischen Landzwerge näher an und die Farbenvielfalt dieser bunten Zwerghühner, sondern besuchen auch ein paar verschiedene Orte, wo die bayerischen Landzwerge gezüchtet werden. Und diese drei schönen Junghennen hier in verschiedenen Gelb- und Silbertönen, die sind zum Beispiel bei der Margit in Bad Hering im Tiroler Unterland. Margits Landzwergzucht ist inzwischen auch auf Instagram ein Begriff. Und generell hat die Margit einen der größten noch existierenden Bestände der bayerischen Landzwerge. Sie hat über 100 Tiere in allen möglichen Farben. Und ich würde sagen, schauen wir uns einfach hier mal um. Es ist gerade schon ein bisschen kalt, Anfang Dezember, überall raureif. Aber das macht den bayerischen Landzwergen gar nicht so aus. Beeindruckend farbenbunt, überraschend robust und lebhaft und selbstständig, ja eigentlich mit allen Wassern gewaschen, so würde ich die bayerischen Landzwerge nach nun fast 5 Jahren Erhaltungszucht beschreiben. Margit war eine der ersten Züchterinnen, die sich nach der Wiederentdeckung der bayerischen Landzwerge für diese kleinen bunten Zwerghühner aus Bayern eingesetzt hat, und zwar auf eine Art und Weise, dass es die Erhaltungszucht der bayerischen Landzwerge und vor allem auch die Populations- und Generhaltung wirklich maßgebend beeinflusst. Die bayerischen Landzwerge sind tatsächlich Deutschlands bunteste Hühnerrasse, und zwar weil sie nicht in Farbschlägen gezüchtet werden. Das wurden sie auch im Laufe ihrer Zuchtgeschichte noch nie. Es war immer eine bunte Population, bei der alle Farben, die typisch für historische Landhühner waren, auftreten. Genetisch betrachtet zählen die bunten Landzwerge zur Gruppe der Urzwerghühner, und bunte Varianten der Urzwerge waren früher in Europa weit verbreitet. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch in Deutschland und Österreich. Und ja, was ist jetzt so ein Urzwerg? Ein Urzwerg ist ein Huhn, das immer schon als Zwerghuhn im Umlauf war und nicht eine künstlich erzüchtete Verzwergung einer großen Hühnerrasse darstellt. Ursprünglich kann man davon ausgehen, dass es in jeder Region eigene Typen von bunten Landzwergen gab. Überlebt haben heute zum Beispiel nur noch in Spanien die Fleur de Ametleur, in Belgien die Dornicker, in Schweden die Ålandsk-Zwerge oder Öland-Zwerghühner, in Lettland die Zuckerhühner, in Kroatien die kroatischen Zwerghühner, in Österreich die Steinpipperl und eben auch in Süddeutschland die bayerischen Landzwerge. Und zu denen gibt es ja auch inzwischen aus verschiedensten Landkreisen Hinweise. Wir können davon ausgehen, dass in Niederbayern quasi die Reliktpopulation überlebt hat, aber auch hier gab es wohl in ganz Bayern Varianten in unterschiedlichen Gebieten. Es gibt also mehr bunte Zwerghuhnrassen in Europa, als man denkt, aber welche davon sind nun die nächsten lebenden Verwandten der bayerischen Landzwerge? Das dürften tatsächlich Hühner aus dem Böhmerwald sein. Auch dort in Tschechien gibt es heute noch bunte Landzwerghühner, und da der Böhmerwald an den bayerischen Wald angrenzt, dürften das die nächsten Verwandten sein. Ebenso dürften die österreichischen Steinpipperl rein aus geografischer Sicht eine Verwandtschaft zu den bayerischen Landzwergen haben. Und gerade mit den Steinpipperl gab es zu Beginn der Erhaltungszucht oft Probleme, dass Leute dachten, es wäre ein und dieselbe Hühnerrasse. Und darum habe ich schon 2020 ein ausführliches Video zu den Unterschieden zwischen Steinpipperl und bayerischen Landzwergen für euch gemacht, damit einfach angehende Züchter informiert sind. Hier sind jetzt meine bayerischen Landzwerge zu sehen. Ich hatte ja im Laufe der letzten Jahre immer wieder unterschiedliche Tiere, habe auch die Hähne regelmäßig ausgewechselt und mich generell sehr darum bemüht, einen möglichst breiten Genpool an Merkmalen und Farben abzugeben, wenn jemand von mir Bruteiern bekommen hat. Und ja, das war die pure Freude, da eigentlich so eine Hühnerrasse zu erforschen, zu erleben, die in den Jahren zuvor kaum noch Aufmerksamkeit bekommen hat.
Ich wurde im Jahr 2020 auf die Bayerischen Landzwerge aufmerksam und zwar direkt in ihrem niederbayerischen Refugium. Ich hatte selber zu der Zeit in Bayern einen Nebenwohnsitz, war auf der Suche nach einer Blutauffrischung für meine damalige Steinpipalzucht und stieß so auf die Bayerischen Landzwerge. Zuerst konnte ich es gar nicht glauben, dass ich da eine Hühnerpopulation entdeckt habe, die etwas Eigenständiges darstellt, keine Steinpipperl verkörpert, sondern wirklich schon immer in Bayern angewurzelt ihre Heimat hatte. Dann habe ich mit den Leuten geredet, habe immer mehr Hinweise gefunden und es wurde schnell klar, die Bayerischen Landzwerge müssen gerettet werden. Sie stehen kurz vor dem Aussterben. Noch in den 50ern und 60ern waren sie in Niederbayern einigermaßen verbreitet und sind auch heute noch vielen Leuten unter unterschiedlichen Bezeichnungen bekannt. Aber so richtig um ihre Erhaltung und Rettung bemüht haben sich nur wenige Einzelpersonen und das auch nie in größerem Stil oder gar in einer Art und Weise, dass man von organisierter Erhaltungszucht sprechen könnte. Ja, da haben meine Bayerischen Landzwerge jetzt den Eimer mit den Mehlwürmern entdeckt. Ich sag's ja, mit allen Wassern gewaschen. Die Hauptpopulation hat tatsächlich durch 60 Jahre lange durchgehende Zucht eines einzigen Menschen überleben können. Der züchtete die Bayerischen Landzwerge seit Kindertagen, von dem stammten auch meine ersten Tiere und ich konnte dann nur noch wenige einzelne Tiere aus anderen Restbeständen bekommen, um die Erhaltungszucht aufzubauen. Am Anfang dachte ich, es würde schwer werden, Mitstreiter zu finden, aber es gelang mir eigentlich innerhalb kürzester Zeit in verschiedenen bayerischen Regionen, aber auch in Österreich, Reservepopulationen aufzubauen. Und ja, ich hielt das damals für besonders wichtig, weil wir damals viele Probleme mit Vogelgrippe hatten in Bayern und Österreich und so eine Tierseuche könnte eine Hühnerpopulation, die nur noch in einem einzigen Landkreis zu finden ist, ja dann auch endgültig zum Aussterben bringen. Zu dieser ganzen Entdeckungsgeschichte, Verwandtschaft und so weiter komme ich an anderer Stelle im Video nochmal. Wir schauen uns jetzt mal an, wie bayerische Landzwerge zu halten sind und was sie zu so unkomplizierten Hühnern für Hobbyhalter und Selbstversorger macht. Da sind meine bayerischen Landzwerge jetzt unter einem Vordach, wo sie diverse Sitzgelegenheiten haben. Also ich habe ihnen das im Freien auch immer gerne angeboten, denn die bayerischen Landzwerge haben wirklich die Eigenheit, dass es sehr flugfreudige und bewegungsfreudige Hühner sind. Sie haben noch viele Urinstinkte und das kommt davon, dass sie auf Bauernhöfen überlebt haben in halb wilder Haltung, wo sie eben sehr selbstständig sein mussten. Sie fühlen sich einfach wohl, wenn sie auf erhöhte Warten hochfliegen können, egal ob für die mittägliche Pause oder so wie jetzt im Stall für die Nacht. Auch Schwebebalken und Naturäste habe ich für meine Landzwerge immer in unterschiedlichen Varianten angeboten, denn anders als bei schwereren Hühnerrassen lieben sie so etwas und fühlen sich dann eben einfach richtig wohl, wenn sie das Gefühl haben, dass sie aufbaumen. Und das deckt sich auch super mit Erfahrungsberichten von Leuten, die sich noch an Landzwerge von früher erinnern. Da wurde mir zum Beispiel berichtet, dass die Hühner im Sommer in den Obstbäumen aufgebaumt haben zum Schlafen oder dass, wenn man sie gemischt mit großen Wirtschaftsrassen hielt, dass sie sich immer die obersten Sitzstangen ausgesucht haben, während die Legehennen an den unteren Reihen saßen. Und ja, finde ich lustig und unterstreicht einmal mehr, dass die bayerischen Landzwerge vor allem überlebt haben, weil sie so überlebenstüchtig sind. Was Stall, Auslauf und generell das Platzangebot anbelangt, so war ich bei den bayerischen Landzwergen immer ausgesprochen großzügig. Und das jetzt nicht nur, weil ich halt der Robert von Happy Huhn bin, sondern weil ich auch finde, dass diese Hühnerrasse wirklich auch viel Platz braucht. Es sind zwar kleine Zwerghühner, aber sie sind sehr lebhaft und umtriebig, haben einen großen Bewegungsdrang. Man züchtet in der Regel auch mit mehreren Hähnen und deswegen müssen die Tiere sich auch aus dem Weg gehen können und beschäftigt sein. Meine Ausläufe hatte ich immer auch mit einem Netz überspannt, da die bayerischen Landzwerge auch sehr gut fliegen können. Bei mir kommt eine völlig freilaufende Haltung nicht in Frage, da wir in Tirol sehr viele Greifvögel haben. Und das müsst ihr auch bedenken, die bayerischen Landzwerge sind jetzt nichts, um sie in einem kleinen Stadtvorgarten frei rumlaufen zu lassen. Würde man die Landzwerge selber fragen, dann würden sie es wohl so bevorzugen, wie es bei der Margit ist.
Margit lässt ihre Landzwerge tatsächlich wie früher komplett frei auf dem Areal laufen. Sie sind an einem schönen kleinen Plätzchen unter einer Trauerweide untergebracht. In der Nähe ist ein Hang, alles sehr windgeschützt, aber auch sehr traditionell und robust. Und ich könnte mir vorstellen, auch ziemlich ähnlich den Haltungsbedingungen, wie sie früher im alten Bayern waren. Ja, im Sommer sorgt die Trauerweide für Schatten und wird auch als Schlafbaum genutzt. Die Voliere, die Margit an ihren Landzwergstall angebaut hat, die ist auch wichtig. Und das empfehle ich auch allen, die mit den Landzwergen anfangen. Die Voliere sollte nach oben überdacht sein und auch von der Maschenweite her den Richtlinien für Vogelgrippeverordnungen entsprechen. Denn Landzwerge kann man, wenn Stallpflicht ist, nicht einfach monatelang im Stall einsperren. Die müssen auch an die frische Luft und sich bewegen können, wenn es mal etwas enger hergeht. Man hat ja eben mehrere Hähne, das habe ich ja schon angesprochen. Das ist vor allem wichtig, um die große Vielfalt an Farben und auch die beiden Kammformen Rosenkamm und Einfachkamm in der Zuchtgruppe zu gewährleisten. Margit hat auch einen eigenen Stall für die Hähne. Das ist jetzt die Junggesellentruppe mit den Reservehähnen und sie nutzt für die Zucht in der Gruppe immer wieder unterschiedliche Hähne in unterschiedlichen Kombinationen, denn so hat man möglichst viele Kombinationen an Elterntieren und kann die bunte Vielfalt von damals auch aufrechterhalten. Also im Vergleich zur klassischen Stammzucht, wo ein Hahn 8 bis 10 Hennen hat, ist diese bunte Zucht schon ganz anders. Ja, und Glucken hat die Margit auch wie ich rund ums Jahr. Hier brütet schon wieder eine rosenkämmige Henne. Ja, und ich kann jetzt wirklich verkünden, Margit hat im Laufe der letzten 4 Jahre über 500 bayerische Landzwerge allein durch Naturbrut vermehrt. Sie hat oft 4, 5, 6, 7 oder sogar mehr Glucken gleichzeitig. Und die Glucken mit den Küken hält sie in den ersten Wochen getrennt vom eigentlichen Zuchtstamm in der Nähe ihres Hausgartens, einfach damit sie immer ein Auge auf die Küken hat und auch ein bisschen besonderes Futter und Verwöhnprogramm den Muttertieren zukommen lassen kann. Hier verfüttert sie zum Beispiel gerade geriebene Karotten. Geriebene Karotten, besonders wenn sie mit hochwertigem Pflanzenöl vermischt werden, sind schon seit jeher ein traditionelles Aufzuchtfutter. Es sorgt bei den Küken auch für eine besonders gute Gefiederentwicklung und schöne Rottöne. Früher hat man außerdem noch gehäckselte Brennnesseln, manchmal etwas hart gekochtes, zerdrücktes Ei und Haferflocken mit den Möhren gemischt und so selber Aufzuchtfutter für die Küken hergestellt, in Zeiten, wo es noch kein fertiges Aufzuchtfutter aus dem Sack gab. Margit gibt sich mit ihren Landzwergen viel ab und achtet auch darauf, dass sie die Glucken mit den Küken immer wieder mal per Hand füttert, denn eine Sache ist schon zu beobachten: Wenn Landzwergküken bei einer Glucke aufwachsen, die eher distanziert ist, dann werden das ziemlich wilde Hühner, die später nur wenig Vertrauen zum Menschen fassen. Also da werden Kunstbrutküken schon oft deutlich zahmer, aber es klappt auch mit den Glucken in der Naturbrut, dass man halbwegs vertrauensselige Landzwerge gibt, sofern man sich eben täglich mit den Tieren abgibt. Die Gluckinstinkte sind bei den bayerischen Landzwergen stark vorhanden und das hat dazu geführt, dass man die bayerischen Landzwergglucken früher in Bayern auch für die Brut von Wildgeflügel, Fasane, Rebhühner, Wachteln verwendet hat. Was die Landzwerge selber anbelangt, so haben sie eine verringerte Brutdauer. Größere Hühnerrassen brauchen ja bis zu 21 Tage zum Schlüpfen und bei den Landzwergen ist oft schon am 19. Tag mit einem Schlupf zu rechnen, spätestens aber am 20. Tag. Ja, bei diesen Aufnahmen werde ich ein bisschen melancholisch. Das war im Jahr 2020 tatsächlich meine allererste eigene Glucke bei den bayerischen Landzwergen. Ich hatte ja zuvor die Steinpipperl und wusste daher, dass solche bunten Zwerghühner sehr gute Muttertiere sind, aber es hat mich dann doch auch sehr gefreut, dass die bayerischen Landzwerge in Sachen Naturbrut den Steinpipperl in nichts nachstehen. Damals gab es für die kleine Hühnerfamilie Mehlwürmer zum ersten Mal Lebendfutter und es war einfach toll zum Beobachten, wie die Glucke den Kleinen die Mahlzeit gezeigt hat.
Während die Brutdauer bei den bayerischen Landzwergen oft verkürzt ist, ist die Führzeit für die Küken oft verlängert. Auch hier gibt es so eine Faustregel, dass eine Henne in der Regel so 5 Wochen lang die Küken führt. Diese Henne hat im Jahr 2023 bei mir ihre Küken aber fast 4 Monate lang aufgezogen und ist mit ihnen im Schlepptau herumgelaufen. Und die Geschichte, die ich euch jetzt erzähle, trägt sich mit Landzwergen immer wieder mal zu. Ende Juni 2023 verschwand eine meiner Landzwerghennen spurlos, nur um dann im Juli mit 7 Küken wieder aufzutauchen. Ich vermute mal, sie hat irgendwo zwischen den großblättrigen Krähenstauden gebrütet. Auf jeden Fall hat sie die 7 Küken dann einfach zu den anderen Landzwergen gebracht, ist mit denen in meiner Truppe rumgelaufen und ich dachte mir, okay, dann separiere ich euch nicht, sondern lasse euch einfach, wo ihr seid. Und das klappte so gut, dass sie dann nach den üblichen 5 Wochen Führzeit immer noch alle 7 Küken hatte. Und was ich da noch nicht ahnte, sie würde noch lange nicht ans Abnabeln denken. Tatsächlich wurde es dann fast Winter, die jungen Hähnchen krähten schon, bis die Glucke dann endlich mal damit aufhörte, ihren Nachwuchs buchstäblich zu beglucken. Und ähnliche Erlebnisse habe ich mittlerweile von mehreren anderen bayerischen Landzwergzüchtern ebenfalls hören können. Zum einen, dass die Hennen irgendwo wild brüten und dann plötzlich mit Küken auftauchen und zum anderen eben auch, dass die Führzeiten oft überdurchschnittlich lange andauern. Und ja, vielleicht liegt es manchmal auch an der Jahreszeit, denn mir ist auch aufgefallen, dass Glucken, die im Frühling brüten, eher kurz führen und dann lieber noch ein zweites Mal im Jahr brüten. Und Glucken, die eben so spät im Jahr, erst im Juli brüten, dass die dann dafür länger führen. Ich habe auch immer wieder mal eine bayerische Landzwergglucke zum Ausbrüten von anderen Hühnerrassen verwendet, zum Beispiel hier Marans für meine Eltern, die ja eine Legetruppe aus verschiedenen alten Legerassen haben und das hat auch super geklappt. Die Maransküken sind etwas ruhiger und gelassener als die Landzwergküken, aber das hat die Landzwergglucke nicht gestört. Umgekehrt habe ich auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht, eine meiner Sandschak-Kräherhennen, die liebe Clara, 12 Landzwergküken aufziehen zu lassen. Hier war es wieder umgekehrt, hier war die Glucke ruhig, zahm und gelassen und dadurch wurden dann auch die Küken besonders vertrauensselig und ja, ich sage einfach mal freundlich dem Menschen gegenüber, weil sich natürlich das Verhalten des Muttertieres bei einer Naturbrut immer wieder auch auf die Küken überträgt. Wenn ihr jetzt richtig hingehört habt, Clara hat tatsächlich gemeinsam mit mir den Lockruf gemacht, aber das war halt Clara. Und wie langjährige Happy Huhn-Zuschauer ja wissen, war Sandschak-Kräherhenne Clara generell meine absolute Superglucke in all den Jahren. Besonders in den ersten beiden Jahren nach meiner Entdeckung der bayerischen Landzwerge habe ich auch viele Kunstbrutküken aufgezogen. Die habe ich dann zum Beispiel so wie hier mit selber angefütterten Mehlwürmern verwöhnt und mich einfach viel mit denen beschäftigt. Denn ja, ich wollte am Anfang einfach sehr hohe Tierzahlen erreichen, um die Rasse schnell an andere Züchter weitergeben zu können, Reservepopulationen aufbauen zu können. Und ich muss sagen, auch wenn die Naturbrut natürlich das Beste ist bei einer Rasse wie den bayerischen Landzwergen, war die Kunstbrut dann doch am Anfang eben einfach wegen der höheren Tierzahlen besonders hilfreich und effektiv. Und ja, auch hierbei haben mir die bayerischen Landzwerge keinerlei Probleme bereitet. Als Einstreu habe ich damals zum Beispiel Buchenhack genommen, weil das sehr hygienisch ist. Und die Küken lebten immer in den ersten Tagen in umfunktionierten Terrarien mit LED-Beleuchtung, hatten Wärmeplatten, einiges an Beschäftigung und es war eigentlich auch echt eine Freude, den Landzwergküken da bei ihrem schnellen Wachstum zuzuschauen. Wenn man jetzt so eine bunte Kükenschar von Landzwergküken hat, dann fällt auf, dass schon die Küken sehr bunt sind und verschiedene Farbmuster zeigen. Oft ändern sich diese Farbmuster dann aber zweimal noch in ihrem Leben. Einmal, wenn sie das Jugendgefieder bekommen und dann nochmal, wenn sie vom Jugendgefieder ins Adultgefieder wechseln. Ich habe wirklich festgestellt, dass man nicht immer sagen kann, wie so ein Küken dann später aussieht. Als wäre das nicht genug, haben außerdem alle Landzwerge mit Scheckung die Eigenheit, dass sie auch im Alter noch mit jeder Mauser immer weißer werden.
Das ist eine Eigenheit des Mottled-Faktors, der für die Scheckung verantwortlich ist. Bei guter Aufzucht kann man ab der 3. Lebenswoche schon die Hähne heraus kristallisieren, da die selbst bei der rosenkämmigen Variante schon deutlich größere und rötere Kämme haben. Ich möchte jetzt noch ein bisschen von den Eiern der bayerischen Landzwerge sprechen. Das hier sind jetzt bayerische Landzwergeier und ja, die wiegen so in etwa, sage ich mal, 35 bis 45 Gramm. Das kann ein bisschen schwanken. Nach meinen Erfahrungen legen die bayerischen Landzwerge deutlich besser als die Steinpipperl. Ich hatte ja über ein Jahr lang beide Rassen nebeneinander in getrennten Zuchtstämmen, konnte super vergleichen und Beobachtungen machen. Und ja, die Eigröße ist eben auch besser als bei den Steinpipperl. Und was mir halt auch immer aufgefallen ist, also bei den Steinpipperl hatte ich eine ganz ausgeprägte Legepause im Winter und die bayerischen Landzwerge legen auch im Winter relativ gut. Die Eier sind weiß bis hell cremefarben, manchmal etwas länglich, oft haben sie aber auch die etwas bauchigere, normale Hühnereierform. Und ja, sie sind hervorragend zum Backen und Kochen geeignet. Also ich backe mit den Landzwergeiern besonders gerne, weil sie im Verhältnis sehr viel Dotter haben und weniger Eiweiß als zum Beispiel jetzt ein großes Hühnerei aus dem Laden, das über 60 Gramm wiegt. Und egal, ob ich da jetzt Biskuitroulade oder Palatschinken mache mit Verenas Apfelmarmelade, das wird halt alles schön gelb und schmeckt super lecker. Und es ist einfach eine Freude, mit diesen Zwerghuhneiern in der Küche etwas zu kredenzen. Man kann die bayerischen Landzwerge durchaus auch der Eier wegen halten. Also ich schätze, so 100 bis 150 Stück im Jahr schaffen die Hennen. Die etwas weniger legen, legen dafür aber über besonders viele Jahre hinweg. Und wir haben hier wirklich auch immer Tiere, die im 3. und im 4. Lebensjahr, zumindest im Frühling, noch ordentlich legen. Und wirtschaftlich sind die bayerischen Landzwerge insofern, da sie ja relativ wenig fressen, wenn sie frei laufen können. Also gerade so in Niederbayern, im Bayerischen Wald, wo diese Hühnerrasse ja ihr Refugium gefunden hat, dort hatten die Leute früher nicht so viel Getreideanbau. Ich kenne den Bayerischen Wald sehr gut. Dort ist auch heute noch vor allem Wald und Ackerbau war dort vor allem im kleinen Maßstab früher und deswegen hatten die Leute oft einfach selber nicht genug Getreide, um ihr Brot den ganzen Winter lang zu backen und konnten einfach früher keine ganz großen, schweren Hühnerrassen durchfüttern. Die bayerischen Landzwerge waren also in dieser Region wirklich ideal. Die passen auf sich selber auf, holen sich einen Großteil des Futters selber. Einer der alten bayerischen Namen ist ja auch Mistkratzal. Ist jetzt wenig charmant, aber zeigt halt einfach, diese Hühner haben sich halt überall noch geholt, was sie finden konnten. Und die Leute hatten dann halt trotzdem ein Ei, denn ich sag mal, ein kleines Zwerghuhnei ist halt in schlechten Zeiten besser als gar kein Ei. Und ja, ich würde sagen, wir schauen jetzt mal zur nächsten Station. Wir hatten ja jetzt schon das Thema Geschichte, das Thema Küken und Brut und jetzt auch das Thema Eier von den bayerischen Landzwergen. Und meine nächste Station wird jetzt das Freilichtmuseum Glenleiten, denn dieses bayerische Freilichtmuseum zeigt seit 2 Jahren ebenfalls die bayerischen Landzwerge. Die dürfen im ganzen Museum frei rumlaufen und das konnte ich auch einfach durch Aufklärungsarbeit bewirken. Ich habe dort einfach mal nachgefragt, mit dem Verantwortlichen für die Nutztiere geredet und er war sofort dabei, dass wir da was planen. Und deswegen an dieser Stelle auch mal ein ganz, ganz großes Dankeschön an den Peter Miller vom Freilichtmuseum. So sieht das am Abend aus, wenn Peter die bayerischen Landzwerge des Freilichtmuseums Glenleiten Richtung Hühnerstall für die Nacht zurücktreibt. Man sieht, da ist Vertrauen da. Und so ist es dann am Morgen, wenn die bayerischen Landzwerge durch den historischen Hühnerschlupf mit historischer Hühnerleiter wieder raus in die Freiheit dürfen. Die bayerischen Landzwerge fühlen sich im Museumsgelände pudelwohl, fast so, als wüssten sie, dass sie durch ihre Geschichte mit der bäuerlichen Tierhaltung stark verknüpft sind und quasi diese alten bayerischen Höfe ihr natürlicher Lebensraum sind. Ich habe mir in den letzten Jahren ja immer wieder Gedanken gemacht, wie man die bayerischen Landzwerge noch bekannter machen könnte
und sie auf eine Art und Weise fördern könnte, die zu ihnen passt. Es handelt sich ja nicht um eine ausstellungsfähige Rasse, also zum Beispiel eine Anerkennung für die Rassegeflügelzucht ist meiner Meinung nach der falsche Weg. Und so mussten Alternativen her. Freilichtmuseen beschäftigen sich oft auch mit den alten Nutztierrassen, sind eher bäuerlich geprägt. Und deswegen finde ich jetzt im Nachhinein, dass die Zusammenarbeit mit Glen Leyton einer der besten Schachzüge war. Die anderen Landzwergzüchter haben wir geholfen. Zu dritt haben wir aus verschiedenen Landzwergzuchtpopulationen Tiere für das Museum zur Verfügung gestellt. Das war zum Beispiel damals Verena. Ja, wir sind jetzt da in Glen Leyton im Freilichtmuseum und da werden jetzt die bayerischen Landzwerge in Zukunft gehalten. Auch. Genau, und die dürfen dann auch frei laufen da. Also die haben es wirklich total toll, muss ich sagen. In Glen Leyton sind Höfe aus verschiedenen bayerischen Regionen zu sehen. Das Gelände ist sehr weitläufig. Gerade im Sommer gibt es wirklich viele Besucher. Und auch daran haben die Landzwerge sich gewöhnt. Sie sind die einzige Hühnerrasse, die im Freilichtmuseum frei herumlaufen darf. Aber Peter hat mir auch mal alle anderen Nutztiere des Geländes gezeigt. Wie süß. Das sind jetzt zum Beispiel Alpenschweine, die sind noch sehr selten und sind quasi die Nachfahren der alten ursprünglichen Gebirgsschweinerassen, die ja fast überall im Alpenraum vollständig verschwunden sind, verdrängt durch Edelschweine und moderne Linienzüchtungen. Ähnliches ist zum Beispiel auch bei den Schafen passiert, wo diverse Waldschaf- und Steinschafschläge von modernen Schafrassen auch verdrängt wurden. Auch die andere bayerische Hühnerrasse, das Augsburger Huhn, wird im Freilichtmuseum schon seit längerer Zeit gezeigt. Den Sommer überleben die bayerischen Landzwerge auch in einem originalen, stilechten historischen Hühnerstall, der aus verschiedenen Holzpfählen zusammengefügt wurde. Solche Ställe gab es früher oft in den Kuhställen, denn man hat die Hühner oft bei den Rindern überwintert. Durch die Rinder hatten die Hühner es wärmer und legten so auch im Winter viel eher Eier, als wenn sie kalt gehalten wurden. Das alles können sich Besucher von Glen Leyton ansehen und mit etwas Glück finden sie dann eben auch die bayerischen Landzwerge auf den Besucherwegen irgendwo hindurchhuschen, dort wieder unter eine Hecke, dort wieder in ein Gemüsebeet und ja, einfach immer für eine Überraschung gut. Oft herrscht ja die Meinung vor, dass Zwerghühner grundsätzlich empfindlicher sind als große Hühnerrassen. Das können Fans und Halter der bayerischen Landzwerge natürlich nicht bestätigen. Die bayerischen Landzwerge kommen auch mit dem Winter super zurecht, haben kein Problem mit stärkeren Minusgraden und wenn der Schnee nicht allzu stark blendet, dann gehen sie selbst bei geschlossener Schneedecke auch gerne in ihre Freibereiche. Natürlich sollte das aber jetzt nicht dazu verleiten, die Grenzen auszutesten. Sie gehören dennoch sorgfältig gehalten und profitieren von einer hühnergerechten, geschützten Unterbringung. Wir hatten jetzt ja schon verschiedene Facetten. Ich habe das Thema bayerischer Landzwerg für euch aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet und jetzt wird es vielleicht auch mal Zeit, wie in einem Rasseporträt ein paar Fakten aufzuzählen. Bayerische Landzwerge wiegen etwa 700 bis 1000 Gramm, ältere Hühner auch mal etwas mehr. Die überwiegende Lauffarbe ist gelb, seltener haben die Tiere auch fleischfarbene Läufe. Generell können bei legenden Hennen die gelben Läufe zur Fleischfarbe hin ausbleichen. Das muss man auch wissen. Es kommen hauptsächlich zwei Kammformen vor, der Einfachkamm und der Rosenkamm, wobei der Rosenkamm sich dominant vererbt. Das heißt, Tiere, die einen Rosenkamm haben, können auch mischerbig sein. Ist der Rosenkamm mischerbig mit der Anlage für Einfachkamm vorhanden, dann ist er eher grob. Ist er reinerbig vorhanden, dann ist er eher glatt. Achtet einfach darauf, dass ihr bei euren Tieren beide Kammformen für die Zukunft erhalten könnt.
Also die bayerischen Landzwerge wurden ja in den letzten Jahren sehr schnell zu einer Marke für sich. Das freut mich natürlich sehr, denn ich hätte mir das selber am Anfang nicht erträumen können, dass es so gut läuft. Viele halten sie jetzt einfach auch in bunten Gartenhühnertruppen. Es gibt ja immer wieder Tiere, die für die Zucht nicht so gehen, die die Züchter abgeben, und auch da sind die Erfahrungen sehr gut. Die bayerischen vertragen sich auch mit einer Vielzahl anderer Zwerghuhnrassen super in den bunten Truppen, sind nur halt oft etwas forscher, intelligenter und gewiefter als andere Hühnerrassen. Das muss man vielleicht bedenken, wenn man sie mit eher ruhigen, gedämpften Hühnerrassen kombiniert. Das Beste kommt zum Schluss, oder in diesem Fall vielleicht das Wichtigste, denn ich möchte jetzt noch ein paar Worte zum Thema Erhaltungszucht bei den bayerischen Landzwergen sagen, Tipps geben, wie ihr an bayerische Landzwerge herankommen könnt, und außerdem noch das Geheimnis um die Namensherkunft bayerischer Landzwerg lüften. Mein heutiges Video über die bayerischen Landzwerge ist sicherlich eines der längsten Rasseporträts, das im Laufe von 8 Jahren Happy Huhn jemals erschienen ist. Das liegt aber auch daran, dass das in den letzten Jahren einfach wirklich meine Herzenshühnerrasse war. Es war für mich ein großes Geschenk, diese Hühnerrasse in Bayern wiederentdecken zu dürfen. Ich habe ja schon eingangs das Wiederentdecken unter Anführungszeichen gesetzt, denn ich meine, in Bayern, ja in der Region, wo die bayerischen Landzwerge überlebt haben, wussten die Leute ja immer, dass sie existieren und waren so gesehen nie verschwunden, aber witzigerweise blieben die bayerischen Landzwerge halt einfach außerhalb Niederbayerns irgendwie völlig unbekannt bis in unsere Zeit. Von dem Moment an, als mir klar wurde, dass ich es mit einem erhaltenswerten Hühnerbestand zu tun habe, hatte ich dann doch auch einige Hindernisse zu bewältigen. Zum Beispiel kamen von Anfang an viele hilfreiche Tipps, zum Beispiel, man müsste die bayerischen Landzwerge sofort anerkennen, die brauchen einen Standort, die gehören in Farbschläge gezüchtet und das geht ja überhaupt nicht, dass sie Rosenkämme haben und Einfachkämme gemischt, das wäre keine richtige Hühnerrasse. Und ja, wir haben heute das Problem, dass viele denken, die Welt der Hühner würde nur noch aus Hybridhühnern in der Landwirtschaft bestehen und aus anerkanntem Rassegeflügel für die Schauzucht. Aber tatsächlich, wenn man sich die Geschichte der europäischen Hühnerzucht ansieht, dann waren über viele Jahrhunderte hinweg eigentlich bunte Landschläge, bunte Landrassen der wichtigste und zahlenmäßig vorherrschende Hühnertypus. Und dass man die Tiere so extrem entweder auf Schönheit oder auf Leistung herauszüchtet, das ist eigentlich eine Entwicklung, die erst im 19. Jahrhundert so richtig Fahrt aufnahm. Also dass bunte Rassen wie die bayerischen Landzwerge auch eine Daseinsberechtigung haben, in der Hinsicht musste ich mich leider in den letzten Jahren oft verteidigen. Mir ist es da zugute gekommen, dass ich aus Österreich stamme. Wir haben in Österreich ja auch die Steinpipperl, die ebenfalls eine bunte Hühnerrasse sind. Und deswegen war es für mich einfach als Österreicher von Anfang an keine Frage, dass auch die bunten Landrassen ihre Daseinsberechtigung haben, neben dem anerkannten Rassegeflügel, und dass man das aber auch nicht unbedingt vermischen muss. Ein weiteres Problem, das ich am Anfang hatte, war die Namensbezeichnung für die bayerischen Landzwerge. Also es gab in Bayern verschiedene Bezeichnungen für diese Hühner. Also zum Beispiel von einem der Betriebe, wo ich Tiere her habe, habe ich die Namensbezeichnungen bayerischer Schecke oder einfach Zwergal, oder in anderen Regionen wurden sie Bauernzwergal genannt, Mistkratzal oder waren halt einfach die Zwerghühner. Und aus verschiedensten Gründen eigneten sich diese Namen alle nicht, um die Rasse dann wirklich einer größeren Masse bekannt zu machen. Bayerischer Schecke geht zum Beispiel nicht, weil die bayerischen Landzwerge ja nicht nur in gescheckt auftreten, sondern zum Beispiel auch in wildfarbig und in allen Abwandlungen der Wildfarbe. Und würde ich dann so eine Hühnerrasse als Happy Huhn offiziell als bayerischer Schecke bezeichnen, würde ich damit quasi implizieren, dass diese Hühner immer gescheckt sein müssen. Und da hat man dann halt schon die Gefahr, dass die meisten Leute in der Zucht gescheckte Tiere bevorzugen. Und mir ist es aber eben auch wichtig, dass die einfarbigen oder wildfarbigen Tiere genauso im Fokus stehen und erhalten bleiben. Bauernzwergal fände ich jetzt zum Beispiel auch süß. Das klingt ja eben einfach bayerisch, das ist halt Dialekt, aber Bauernzwergal eignet sich halt dann auch wieder nicht, um die Tiere auch außerhalb von Bayern einem größeren Publikum bekannt zu machen.
Und auf die Bezeichnung bayerischer Landzwerg bin ich dann eigentlich durch den Armin Six gekommen. Er ist Hühnerexperte, Hühnergenetiker, kennt sich auch mit den Verwandtschaftsbeziehungen diverser Hühnerrassen bestens aus. Und für ihn war einfach ganz klar, das sind Landzwerge, denn er wusste, dass es diverse bunte Varianten von Landzwergen früher überall gab und dass diese nur eben fast überall inzwischen ausgestorben sind. Es gab am Anfang auch mal die Variante bayerisches Zwerglandhuhn. Zwerglandhuhn würde aber wieder implizieren, dass es die verzwergte Variante einer großen Hühnerrasse ist, da wir ja zum Beispiel auch von den Sulmdalern Zwergsulmdaler haben, von den Augsburgern Zwergaugsburger oder jetzt von den Altsteirern Zwergaltsteirer. Und Zwerglandhuhn würde deswegen einfach für viele implizieren, dass es nur die verzwergte Form eines großen Landhuhnes ist. Und ja, das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber so kam es eben zu dieser Bezeichnung bayerischer Landzwerg, denn da steckt einfach alles drinnen, was man wissen muss. Diese Hühner haben in Bayern überlebt und sie stammen aus ländlicher Hühnerhaltung und es sind Zwerghühner. Also bayerischer Landzwerg, das sagt einfach genau, womit haben wir es zu tun und fasst eigentlich so die ganzen regionalen Bezeichnungen ganz gut zu einer Hühnerrasse zusammen. Eine ganz ähnliche Geschichte hat sich zum Beispiel auch beim Proweiß-Ultendaler Huhn zugetragen. Da gab es auch keinen offiziellen deutschen Namen. Die Tiere haben aber im Ultental und im Dorf Proweiß überlebt und daher Proweiß-Ultendaler. Und ja, jetzt stellen sich vielleicht viele die Frage, also ich habe jetzt ja die letzten 4-5 Jahre mich sehr stark für die bayerischen Landzwerge eingesetzt, davor zum Beispiel ein paar Jahre lang stark für die Proweiß-Ultendaler. Und was kommt jetzt bei mir als nächstes? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich ja generell nie mit nur einer Hühnerrasse auf Dauer beschäftigen. Als Happy Huhn, der ich ja auch diese Hühnerserie mache und Hühnerbücher, muss ich immer das große Ganze im Auge behalten. Und die bayerischen Landzwerge konnten in den letzten Jahren wirklich einen Kickstart hinlegen. Ich werde sie weiterhin einfach mit großem Herzblut beobachten, betreuen, für Fragen zur Verfügung stehen. Aber ich werde mich tatsächlich auch wieder um weitere Hühnerrassen kümmern, die auch stark gefährdet sind und wenig bekannt. Und so sind mir zum Beispiel dieses Jahr in Belgien die gelben Haspengauer Hühner vor die Linse gekommen. Gelbe Haspengauer kennt außerhalb Belgiens kaum jemand. Sie existieren aber schon seit über 100 Jahren. Und ich bin mal gespannt, ob das die nächste seltene, wenig bekannte Hühnerrasse wird, die ich wieder mit einem kleinen Kickstart einem größeren Publikum bekannt machen werde. Denn eins ist klar, ich werde den Hühnern und vor allem den seltenen und wenig bekannten Rassen auch weiterhin treu bleiben und mit vollem Einsatz für solche Hühnerrassen kämpfen. Und ja, für alle, die jetzt noch wissen möchten, ob es zu den bayerischen Landzwergen eine Erhaltungszucht gibt, eine offizielle, einen Verein, es ist gerade so, dass ein Zuchtring gegründet wird, und zwar von den deutschen Züchtern hauptsächlich, aber auch von ein paar österreichischen. Und sobald es dazu eine offizielle Webseite gibt, werde ich euch diese hier im Beschreibungstext zu diesem Video verlinken. Ansonsten findet ihr zu den bayerischen Landzwergen auch noch einiges an Infos in meinen Hühnerrassenbüchern. Das ist Happy Huhn Hühnerrassen Band 1. Das sind die bayerischen Landzwerge von mir und vom Genetiker Armin Six, direkt mit den österreichischen Steinpöppel gemeinsam vorgestellt und verglichen. Von Anfang an haben die bayerischen Landzwerge ja auch ihre eigene Instagram-Seite und die hat inzwischen über 50.000 Follower, was auch zeigt, wie groß das Interesse an diesen Hühnern ist. Und dort könnt ihr natürlich gerne folgen, wenn ihr informiert bleiben möchtet. Auch Margit ist mit ihrer Landzwergzucht auf Instagram vertreten.